ihr wollt maximale Power und den Hirsch auch in den Kilometer Entfernung noch wecken, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir euch mal die Laser Lightbars vorstellen. Wir haben hier ein paar verschiedene Modelle mit dabei und wollen euch einfach mal zeigen, wo sind die Unterschiede, wer hat wie viel Power und wer passt vielleicht zu dem, was ich mir vorstelle und was kann ich von den verschiedenen Modellen erwarten. Grundsätzlich erstmal, was sind Lightbars? Die hier gezeigten Lightbars sind alles reine Arbeitsscheinwerfer. Das heißt, das ist kein Fernlicht, das ist nur fürs Gelände. Gibt natürlich die eine oder andere Ausnahme, dazu dann gleich mehr. Aber grundsätzlich ist das eher was fürs Offroad, was ich mir an mein Fahrzeugdach schrauben kann und dann mit einem separaten Schalter das dann eben im Gelände nutzen kann. Wir haben direkt mal den ersten ausgebaut. Das ist ein Scheinwerfer der Linear-Serie. Man erkennt diese Scheinwerfer immer an die sehr flache Bauart. Der Vorteil daran ist einfach, dass das, wenn das alleine auf dem Dach montiert ist, es gibt für die verschiedenen Scheinwerfer auch noch verschiedene Halterungen für eine Dachreling beispielsweise, dann baut das nicht zu sehr auf, es macht nicht zu viele Windgeräusche und es sieht eben sehr dezent und versteckt aus im Vergleich zu den anderen großen Scheinwerfern, zu denen wir gleich kommen. Den Scheinwerfer, den ich jetzt hier in der Hand halte, ist der Linear 48 Elite. Das ist so ziemlich der dickste Brocken von Laser und auch in dieser Serie. Eins mal vorneweg, ich hatte es schon angesprochen, die Ausnahmen bestätigen die Regeln, was Fernlicht angeht. Dieser Scheinwerfer hier heißt beispielsweise jetzt Linear 48, weil er 48 LEDs drinnen hat. Es gibt den Linear mit 36 LEDs mit einer Double E-Mark-Funktion. Das bedeutet in dem Fall, dass dieser Scheinwerfer als Fernlicht zugelassen ist, obwohl er eine Lightbar ist und nicht zwei separate Scheinwerfer. Er gilt offiziell als zwei Scheinwerfer in einem Gehäuse. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Fernscheinwerfer, haben wir dafür ein separates Video gemacht. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, wann ist das zugelassen und wie schließe ich das an? Das haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. Aber das hier in meiner Hand ist jetzt nicht der Linear 36, der ist ein Ticken kürzer. Um genau zu sein, 12 LEDs kürzer. Das heißt, wir legen uns hier diesen Teil zu der linken von meinem Daumen aus eurer Sicht weg und haben dann einen Linear 36. Zurück aber zum Linear 48 Elite. Hier gibt es den Scheinwerfer als Standard- und Elite-Variante. Hier ist der Unterschied einfach, dass der Elite nochmal mehr Power hat im selben Gehäuse. Wie erwähnt ist ein Vorteil an diesem Scheinwerfer die Minimierung der Windgeräusche. Das heißt, wenn man nichts auf dem Dach montiert hat, wie ein Dachzelt oder ähnliches oder ein Camperaufbau, dann macht das Sinn, zu dieser Variante zu greifen, da das eben die wenigsten Windgeräusche verursacht. Von der Ausleuchtung her hat dieser Scheinwerfer wirklich Zunder. Dieser Scheinwerfer in meiner Hand hat als Referenzwert ein Lux in einer Entfernung von 770 Meter. Das entspricht ungefähr dem Licht von einer Kerze aus 1 Meter Entfernung. Dieses Licht hat dieser Scheinwerfer bei einer Entfernung von über 750 Metern. Auch in der Breite ist er extrem gut. Er hat eine sehr runde und ausgewogene Verteilung des Lichts und leuchtet in der Breite nach links und rechts nach jeweils über 100 Meter. Für alle, die quasi einen dezenten Scheinwerfer mit maximaler Power haben wollen, ist die Linear-Serie die richtige. Wer eben seinen Dachscheinwerfer auch noch als Fernscheinwerfer nutzen will, ist auch beim Linear 36 Double auf der richtigen Seite. Als nächstes halte ich hier den T24 in meiner Hand von der T-Serie. In den kleineren Scheinwerfern heißt dieser Scheinwerfer auch ST-Serie. Dazu findet ihr auch mehr Informationen in unserem bereits erwähnten Video über Fernscheinwerfer. Einsatz noch zu allen 3 Varianten. Der Scheinwerfer kommt immer schon mit einem Kabelsatz mit bei. Das heißt, wegen der Spannung, die da anliegt und wegen dem Strom, der da durchfließt, muss man sich keine Sorgen wegen der Dimensionierung der Kabel machen. Da ist alles schon von Laser mit dabei. Beim T-Scheinwerfer sitzt die LED mittig in der Linse. Das bedeutet, dass sie nicht nochmal extra in eine bestimmte Richtung gebrochen wird erstmal. Das hat zur Folge, dass er in der Entfernung nicht ganz mithalten kann mit der Linear oder auch mit der RRR-Serie. Vor allem aber auf den ersten 100 Metern sorgt diese Positionierung der Linse für eine extrem gute Ausleuchtung in der Breite. Das heißt, wenn man mit seinem Fahrzeug lange Strecken bei langsamen Geschwindigkeiten unterwegs ist, macht dieser Scheinwerfer sehr, sehr viel Sinn, da er eben so die Breite komplett ausleuchtet. Für Wildwechsel oder ähnliches ist das daher ideal. Als Vergleich wieder für die Länge insgesamt. Ein Lux erreicht dieser Scheinwerfer noch bis 680 Metern und auf die ersten 150 Meter schafft er auch nach links und rechts jeweils noch eine breite Ausleuchtung von über 100 Metern. Zwecks Befestigung hat der Scheinwerfer unten wie auch oben jeweils eine Schiene, wo man eine Zentralhalterung befestigen kann. Links und rechts hier hinterm Logo kann auch noch eine seitliche Befestigung drangeschraubt werden, um den Scheinwerfer an einen Querträger oder ähnliches montieren zu können. Als nächstes und letztes bei dieser heiligen Dreifaltigkeit kommen wir zu unserer RRR-Reihe.
Das hier ist ein ganz spezielles Sondermodell. Das hier ist die RRR 24 Elite Plus. Alles, was es damit auf sich hat mit dem Elite Plus und auch warum das hier ein zugelassener Fernscheinwerfer ist und verschiedene Modi hat, erfahrt ihr in unserem Video zum Thema Fernscheinwerfer. Klickt da einfach mal rein, wenn euch das interessiert. Heute möchten wir vor allem hier mal die Unterschiede von der RRR-Reihe zur T- und zur Linear-Serie zeigen. Bei den RRR-Scheinwerfern sitzt die LED unten dran und wird nochmal oben an der Linse gebrochen. Das führt dazu, dass der Scheinwerfer vor allem in der Ferne extrem gut geht. Die Technik war ursprünglich für den Motorsport konzipiert. Von daher ist da viel Technik hinten dran, möglichst gut in die Ferne zu gehen. Weil wenn die da mit 250, 300 Sachen irgendwo 24-Stunden-Rennen von Le Mans über die Piste düsen, dann muss das halt auch in die Ferne gehen, weil was da 10 Meter links, rechts von einem passiert, da ist man vorbei, bevor das Gehirn überhaupt verarbeiten kann. Von daher ist das für alle, die wirklich viel Licht in die Ferne brauchen, die vielleicht viel in Schweden unterwegs sind, auf Langstraßen mit langen, geraden Strecken, die dort diese ganze Länge an Licht auch wirklich nutzen wollen. Nun wieder als Referenzwert ein Lux. Beim Linear waren wir bei 770 Metern, bei der T-Serie waren wir bei 650 und hier bin ich bei 1200 Metern. Also über 1 Kilometer sieht man mich immer noch. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Nicht wundern, die Laser hat die kleineren RRR-Scheinwerfer mit 468 LEDs angefangen, mit RRR 750, 850, 1250. Irgendwann aber steigen sie dann auch auf den Zug von Linear und T-Serie. Und da bedeutet die Zahl des Scheinwerfers die Zahl der LEDs, die verbaut sind. In diesem Scheinwerfer sind das eben 24. Zum Thema Montage der Scheinwerfer. Bei allen 3 Varianten ist das ja so, dass die vorzugsweise auf dem Dach montiert werden. Da ist dann immer die Frage, wie komme ich denn da jetzt in meinen Motorraum, wie komme ich dann in den Innenraum mit meinem Schalter. Wir haben dazu in der Regel immer 2 Vorgehensweisen. Bei PKWs oder bei Sprintern oder Ähnlichem versuchen wir immer vorne entlang hinter der Windschutzscheibe runterzulaufen, um dadurch eben ohne Bohren in den Innenraum, in den Motorraum zu kommen, ohne dass das Kabel wirklich sichtbar ist und dass das einfach einen cleanen Look hat. Plan B ist immer bei Pickups unter anderem, dass man an der Reling nach hinten entlang geht und dann zwischen Pritsche und Fahrerkabine runtergeht und sich dann eben von unten dem Motorraum nähert. Wie gesagt, das sind alles bis auf 1, 2 Ausnahmen Arbeitsscheinwerfer, daher bitte nicht mit ans Fernlicht anschließen. Bei dieser Reichweite, die die Scheinwerfer haben, beispielsweise der RRR mit über 1,2 Kilometern noch ein Lux, da bindet man seinen Gegenüber und der braucht noch 3 Minuten, bis man dem sein Licht überhaupt erst sieht. Von daher das wirklich bitte nur abseits der Straße nutzen. Das war unser Video zum Thema Lightbus. Ich hoffe, es war informativ für euch. Folgt uns gerne auf Social Media oder auf YouTube. Kommentiert, wenn ihr offene Fragen habt. Lasst uns einen Like da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos, die wir aufgenommen haben zum Thema Laser. Da geht es dann auch ums Thema Fernlicht, Rückfahrlicht, Arbeitsscheinwerfer ums Fahrzeug herum, Anschlussmöglichkeiten, was ist erlaubt, was nicht. Da haben wir versucht, euch alle Informationen bereitzustellen. Bis zum nächsten Mal.